24 Angler. Yes, baby! 13 Angeltage. Alter, hab ich eben geschwitzt. 4 Gruppen. Guckt euch das an! 3 Zielfische. Dieser Biss. Eine Finalrunde ohne Ortskenntnisse. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2023 wird präsentiert von Shimano, Closer to Nature, Closer to People, Hearty Rice, Feel the Difference und LMAB, Every Great Story Starts with a Cast. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zur 6. Folge des YPC Bank 2023 und damit zur zweiten Hälfte von Tag 1 in Gruppe C. Bevor wir uns ins Geschehen stürzen, werfen wir einen Blick auf den Zwischenstand. Am besten lief es bisher für unser belgisches Turnierphänomen Toon van Ham. Im Vorfeld hat der amtierende Champ trainiert, als hätte er noch nie gewonnen. Im Wettkampf fischt er jetzt, als könnte er nicht verlieren. 2 starke Polderhechte, bereits 2 Zander und ein Barsch sprechen eine deutliche Sprache. Es scheint so, als sei es hier nur eine Frage der Zeit, bis der jüngste Turnierteilnehmer seine Karte voll macht. Auch bei YPC Comebacker Veit Wilde läuft mit 3 Hechten bisher alles nach Plan. Die Fullcard an Tag 1 ist für den passionierten Uferangler, der sich nun früh dem Barsch und seiner Lieblingsspezies Zander widmen kann, auf jeden Fall möglich. Auf Qualifikationsrang 3 liegt momentan Sami Mohib, ebenfalls aus Belgien. Nach einem verlorenen Barsch ließ sich der Youngster von Yosuri nicht irritieren und legte schnell 2 Fische nach. Dahinter auf Platz 4 rangiert Malte Gatz von Ganki. Mit einem 68er Zander erwischte der Rostocker einen Traumstart. Danach lief es mit Hecht ab bis trotz eines weiteren Zanders eher durchwachsen. Durch das Vorfachbruchmalheur hatte er am ersten Tag eine halbe Stunde weniger Angelzeit als seine Konkurrenten. Mit noch relativ wenig Fischkontakt, dafür aber schon mit einem Riesenbarsch, steht YPC-Debütant Alex Schmidt besser da, als es die Tabelle vermuten lässt. Mit 98 Punkten hat der Ostwestfale den wertvollsten Fisch der Gruppe fangen können. Allein ohne Fang ist bisher Daniel Andriani geblieben, wobei er bisher auch ein wenig Pech mit dem Timing hatte. Mal sehen, ob er an seinen Nachmittagsspots ein bisschen mehr Fortune hat. Bevor wir das herausfinden, schwenken wir aber erst einmal zu Veit, der nun auf einen ihm relativ unbekannten Angelplatz setzt. So, liebe Zuschauer, nachdem ja in der ersten Tageshälfte mein Plan mit den Hechten ganz gut aufgegangen ist, habe ich es jetzt auf Zander und Barsche abgesehen. Ich kenne das Gewässer hier nicht wirklich gut. Ich habe hier nur einmal trainiert und das war gestern. Da habe ich hier allerdings tatsächlich recht gut gefangen und ja, ich hoffe, dass sich das heute so ungefähr reproduzieren lässt. Ich habe jetzt einen 8 cm Trouble Shad drauf gemacht. Das Wasser ist sehr trüb, Farbe Hot Kirsch. Das ist ein Köder, mit dem ich sowohl Zander als auch Barsche ansprechen möchte. Und ja, hier, man sieht es, schöner Schatten von der Brücke, Spundwände dazu, bisschen Struktur. Also Fische sind hier, jetzt wird sich zeigen, ob sie auch beißen. Ja, big one! Big sander. Kabrukin! Oh, this is a big sander. I think. Oh, it's off. Oh, fuck. I lost my fish to catch the full card. I mean, we have still time left, but that was a big fish. So, Leute, willkommen zurück zum zweiten Episode. Zweite Hälfte des Tages, vom Tag 1. Ich bin jetzt an meinem neuen Spot angelangt. Das ist ein Zander-Spot. Und muss hoffen jetzt, dass die Zander ein bisschen mitspielen. Oh, Biss gehabt. Shit. Erster Wurf, Leute, direkt Biss gehabt. Aber nicht gehangen. Das ist nicht das schlechteste Zeichen. Wie man sieht. Kein Rieser, aber hängt.
Oh nee, der wird zu klein sein, aber das ist ein gutes Zeichen. So, jetzt sind wir hier am nächsten Spot angekommen. Ich habe hier so eine kleine Zanderrunde. Ist gerade eine halbe Stunde gefahren oder so. Eine Zanderrunde bestehend aus 4 Spots, die ich nacheinander abfischen will. Problem, ich bin gerade an den ersten Spot gefahren und da war tatsächlich der Daniel. Man rechnet ja mit vielem und auch, dass wir uns an dem Spot vorhin treffen, da war ich fest von ausgegangen, aber damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ich hoffe jetzt, dass das bei ihm dann nicht läuft und dass ich den vielleicht jetzt am Ende meiner Runde noch mal mitnehmen kann. Das ist soweit zumindest mein Plan. Sofern Daniel da jetzt nichts fängt. Wenn der da jetzt richtig abräumt, dann brauche ich da nachher auch nicht mehr hin. Aber wie gesagt, ich habe jetzt den einen geskippt, bin direkt zum nächsten gefahren. Das heißt, ich habe jetzt noch 3 Spots vor mir. Die versuche ich jetzt durchzuangeln, einmal schnell. Die gehen auch relativ schnell. Das sind hier so kleinere Brücken. Die fische ich vielleicht 15, 20 Minuten ab und dann geht es gleich direkt weiter zum nächsten. Und Daniel steht leider am Hauptspot, den ich eigentlich länger beackert hätte. Aber den kann man eigentlich auch vielleicht zweimal am Tag machen, wenn man dem ein bisschen Zeit dazwischen gibt. Deswegen, ich angel jetzt erstmal die anderen Dinger. Vielleicht kommt Daniel ja irgendwann hinterher oder sonst wie. Und ansonsten, wenn da nichts kommt, schätze ich, dass er da in einer Stunde bestimmt auch wieder weg ist und dann fahre ich dahin. Alexander Informant ist offenbar Doppelagent. Dieses Mal hat Daniel das bessere Timing und konnte mit seinem ersten Fischkontakt immerhin etwas das Selbstbewusstsein stärken. Sami hofft derweil, ein paar Mittagshechte beim Sonnenbaden zu überraschen. So guys, here we change spot. Now we will try to catch a few pikes. You will see it's a really shallow water, so the camera guy will stay a bit behind me. It will be very tough to film because there is like this of water and a few pikes normally, not super big, but if I can manage to have the top of the points, it will be super good. Let's go. I will go with a 20 to 80 grams rod and a small 3 dB stick bait, and I hope it will do the job. Was soll man sagen? Ja, ganz unzufrieden kann ich nicht sein. Ich habe zumindest Fische gefangen. Einen schönen Zander, einen guten Zander und ja, der Rest ist natürlich schade, dass die Zander untermaßig wären. Wenn die da gewesen wären, hätten die Zander wirklich schon voll sein können. Dann hätte man vielleicht auch eher über einen Wechsel nachdenken können, als man das jetzt schon kann. Ich versuche es jetzt wieder auf Barsch. Eigentlich eine vielversprechende Stelle, die auf jeden Fall in der Vergangenheit auch schon geliefert hat. Und wollen hoffen, dass die Burschen jetzt da sind. Oh, Scheiße, jetzt ist der vom Kescher abgegangen. Naja, zu machen, ne? Was willst du machen? Aber auf jeden Fall 50 plus hätte der gehabt. Ah, shit. Eine halbe Sekunde zu langsam. Das sind noch ganz vorsichtige Bisse. Ich angel super leicht. Jetzt hier nur 5 Gramm drauf. Ich habe ein bisschen Strömung, ein bisschen Wind. Das ist wirklich. Geht gerade noch so mit diesen 5 Gramm. Ich versuche den super langsam hier durchzufischen. Die Fische ganz vorsichtig beißen. Jetzt hatte ich schon 2 Bisse, der eine hing sogar, bis kurz vorm Kescher leider. Das heißt, ich gebe dem Ding jetzt aber ein paar Minuten Ruhe wieder. Es waren jetzt noch nicht viele Würfe. Ich gehe jetzt erstmal da vorne an die Ecke, mache mal ein paar Würfe auf Hecht, einfach da am Schilf entlang. Und dann komme ich in einer Viertelstunde, 10 Minuten, halte ich hier noch mal kurz mit dem anderen Köder rein. Vielleicht kriege ich noch mal eine Aktion. Aber jetzt geht es erstmal da vorne auf die Ecke, dass wir hier ein bisschen Ruhe reinkriegen. 10 Minuten da angeln, dann wieder hier hin. So let's try and make a full card. We go to another bridge for a zander and maybe a big perch. So yeah, we will see. We have plenty of spots to go. I'm pretty confident we will make the full card. And the start was already great. So it's good when a plan is working. It's very good. He's there. Bougez pas. No one moves. He's there.
So here guys, we had a pike biting a small pike who was biting 2 times on my top water lure, missed it because he was like quite small, a bit more than 50 I think. Now I tried again with the drawing bait, but I spooked him. That's one pike I already saw before during training. He didn't move much, so I have good hopes for the hold there because I saw another pike bit longer. Yeah, it was around maybe 70. Fish on! Top water point, guys. Yes, not super long, but still top water points are in. Whew. Okay, come here, Smalley. Okay, let's see how long it is. 50, yeah, so 60 good. 60 centimeter pike on top water points feels good, even if it's not such a big pike. But the plan worked, so super, guys. Nach Ton sammelt Sami als Zweiter alle 3 Zielfischarten und streicht gleichzeitig die ersten Top-Water Points ein. So here it is, guys. Like I told you earlier, when I missed the small pike, there is a bigger pike there that I saw. Didn't caught it during training, of course, but I saw him moving. So then, because it's very shallow, I decided to come with the top water. So I put the new Yo-Zuri 3DB. As you can see, it's like on the crankbait I showed you. You have the paint is inside and you have some reflection with the light, and also making a lot of noise, and the size is perfect for like either big perch on open waters or pike like this in polders. So now we're good because I know there's not much more pike in this small polder. It was really like 3 fish. We touched already 2 of them. So now I'm happy, and I think we will go back on a perch spot to try to fill the cart. So Sami just caught a perch of a pike of 60 centimeter on top water. That's well done. That are 10 extra points. It's not a very big pike, but the points that are extra are always good. So, ich hörte gerade, Sami hat einen 60er Pike, aber auf Topwater. Das bringt natürlich extra Punkte. Das ist geil, ey. Ja, hätte ich auch gerne. Nicht schlecht. Ja, jetzt sind wir hier am neuen Spot. Ich versuche auch wieder möglichst leise zu sein. Deswegen flüstere ich jetzt auch ein bisschen, weil das ist hier einfach, man sieht das ja, das ist einfach ein super kleiner Spot. Und da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein, ne? Ich werde jetzt hier wieder genauso vorgehen. Ich fische erstmal direkt die Spundwand hier vor mir ab. Dann zur Mitte von dem kleinen Kanal rein und dann mache ich ein paar Würfe drüben auf die andere Seite auch wieder. Viertelstunde, 20 Minuten. Ich hoffe, dass hier mal einer hängen bleibt. So Leute, ich probiere jetzt einfach ein paar Würfe noch mit Jig Spinner. Und wenn es nicht klappt, dann gehen wir zu einer anderen Stelle, die ganz nicht weit ist von hier. Gleiche Gewässer. Und probieren wir da. Leider ist es ein Spot, dass man nicht lange fischen kann. So ein relativ kleiner Spot, wo man immer unter so einer Brücke wirft. Und dann würden wir wieder hier hinkommen und hoffen, dass der Zander einfach turn on at some stage. Die sind hier. Mein erster Wurf, das war ein guter Biss. Ein zweiter Wurf war natürlich kein guter großer Fisch. Und seit dann kam gar nichts mehr. Mach mich nicht verrückt, bringt überhaupt nichts. Ich fische eigentlich gute Stellen mit guter Köder und manchmal die Fische wollen nicht beißen, aber es kann einfach sehr schlagartig ändern. Maximal unerwartet, hier ein Hecht, absolut nicht mit gerechnet.
Aber immerhin eine neue Fischart für heute. Köder, Peps, 9 cm. Ja, ein kleiner Hecht. Groß ist der jetzt wirklich nicht, aber wir freuen uns über alles, was wir heute kriegen. 58. 58er Hecht. Immerhin wieder mal ein paar Punkte ins Board gebracht. 3 Fische dann jetzt heute in der Wertung. Und ja, auch den bringe ich natürlich wieder mit dem Streetnet nach unten. Und ihr seht, auch so höhere Positionen sind definitiv kein Problem für unseren Kescher. Und er ist wirklich super leicht, trägt sich super angenehm den ganzen Tag. Und ja, auf zum nächsten Fisch. Schon die zweite Hechtüberraschung für Malte, dieses Mal aber mit glücklichem Ausgang. Auch Veit zeigt sich etwas überrascht, allerdings eher wegen ausbleibender Bisse. Ich kann es nicht ganz leugnen, meine Enttäuschung ist jetzt doch relativ groß, dass hier an dem Spot gar nichts kommt. Also ich habe noch nicht mal einen Biss bekommen. Gestern gab es hier mehrere Fische. Kann natürlich oft auch den Grund haben, dass einfach heute vielleicht hier keine sind und dass sie dann an anderen Spots kommen. Die Stellen sind hier alle relativ nah nebeneinander, also man muss keine weiten Fahrzeiten machen und ich hätte das schon von vornherein so eingeplant, dass ich hier mehrere Spots mache an dem Gewässer. Aber die anderen sollten dann natürlich schon liefern. Aber hier passiert ehrlich gesagt gar nichts. Ach Mann, da war er. Der Schwanzteller ist auch ab vom Gummifisch. War ein ganz vorsichtiger Biss, kam hier nicht weit draußen, aber ja, leider nicht gekriegt. Man erkennt auch nicht mehr so hundertprozentig, was es jetzt gewesen ist. Klassischer Schwanzbeißer. Naja, gut, aber es scheinen doch Fische da zu sein. Und ich werde jetzt einfach einen neuen Köder dran machen und vielleicht kriege ich ihn ja dann damit noch. Gleiche Farbe. Diesmal aber der Fortuna Shad, 2 cm größer. Der soll es jetzt richten. Oh! Fuck! Again lost. Again! I think it might be perch. I don't like it to lose this many fish. I think I never had it before like this. On light jigs, that's very rare. Also, das ist das. Wir gehen zu der nächsten Brücke. Yes! Boah, der hat alles gegeben im Drill. Bam! Ja, schön gehackt im Maulwinkel. Die 250 macht sich auch auf gute Distanzen. Super zum Haken setzen. G-Bump. Ich habe es euch vorhin schon gesagt, die Farbe ist einfach mega. Measurement ist nass vom Keschern. Und dann schauen wir mal, wie viele Punkte das wohl so gibt. 0,5 ist drüber. 64. Ja, 64 Zentimeter. Ein schöner Zander. Mega gut. So darf es gern weitergehen. Und ab nach unten mit dem guten. Da hinten, wo ich gerade den Zander gefangen habe, tauchte die ganze Zeit ein Haubentaucher. Ich hatte tatsächlich ein bisschen auf Barsch gehofft. Ich freue mich super über den Zander, keine Frage. Aber
Man hofft ja, wenn der Haubentaucher da vielleicht kleine Futterfische am Start hat, dass auch ein paar Barsche da sind. Aber wer weiß, der nächste Wurf fliegt wieder dahin. Malte und sein hart geprüfter Kescher bringen den nächsten Fisch auf die Matte. Nicht der erhoffte Barsch, aber mit diesem schönen Zander kann man auch ganz gut leben. 4. Wertungsfisch, Platz 2 und etwas Zeit für Fachsimpelei. Ja, die Jigköpfe, die ich hier verwende, sind natürlich auch von Ganki. Das ist ein G-Slide, ein relativ spitzer Kopf. Das heißt, ist ziemlich cool auch in der Strömung, weil ihr in der Regel ein bisschen leichter fischen könntet, weil er einfach sehr stromlinienförmig ist. Wir haben immer lackierte Köpfe auch, oder zumindest haben wir 2 verschiedene Farben. Einmal was Natürliches, einmal was sehr Schockiges. Und ja, ist ein super Kopf für die kleinen Köder, ob jetzt fürs Barschangeln, fürs Zanderangeln. Den G-Slide kann man auch wirklich im Freiwasser ein bisschen springen lassen. Und zu unseren anderen Köpfen erzähle ich euch bestimmt die Tage noch mal was. Wir haben wirklich auch viele verschiedene Formen, Football, Köpfe fürs Cover, alles Mögliche. Also dranbleiben. Der neueste Scheiß, teilweise bevor überhaupt auf dem Markt ist. Bewährte Klassiker und immer die passenden Zubehörartikel. Kederfarbe, wo es woanders schon nicht gibt. Ein Chance auf den Monatsjackpot. Hilfestellungen, wie man die Produkte verwenden kann. Und das zu einem Hammerpreis, das ist ja fast geschenkt. All das kriegst du mit dem Lure Drop aber ganz bequem bei dir in die Bude geliefert. Ganz egal, wo du herkommst. Lure Drop ist für alle geil. Check www.luredrop.de und werde auch du ein glücklicher Lure Dropper. Bonne nouvelle pour tous les pêcheurs français, Lure Drop est maintenant disponible en France sur le site luredrop.fr. Vous pouvez dès maintenant aller visiter le site. Gute Neuigkeiten. Die Online-Angelschule Anglerschmiede ist seit kurzem Teil der Hecht- und Barsch-Familie und deswegen geben wir einen aus. Wer jetzt seinen Angelscheinkurs auf anglerschmiede.de bucht, bekommt diesen quasi umsonst. Denn mit dem Gutscheincode HUB bekommst du ein Raubfischset im Wert von 150 € einfach kostenlos dazu. Mach jetzt deinen Schein, krieg dein Angelset nach Hause geschickt und leg sofort los. Wir sehen uns am Wasser. Okay guys, so we changed spots. Here we arrive in a small canal where I know there is some perch, small and big perch, like all size mixed. I will go with my light rod, so the Rodfather 15 grams, a small Xeno in 2000, and like in the morning, the tube on a nano jig head. And last time I was here, it was very effective on perch. This bridge is pretty shallow. I have some lily pads on every side and a small hole in the middle. So first I have to find where is the fish. Either it's in the hole or here along the shallow. So I have to find out. I'm on the small tube. If it's not working, I will go on the small shad or something like that. But first they're really here, they're really together. So first I have to find them. Ja, wie schon aufgefallen ist, jetzt hier der nächste Spot. Das ist eine große Brücke. Eben haben wir so kleine Brücken gehabt. Jetzt hier eine wirklich große Brücke. Durch sehr viel Schatten, sehr dunkel. Gucken, deutlich mehr Wasser. Bisschen Strömung drauf. Ich kann immer noch 5 Gramm angeln, das funktioniert super. Ich habe mir aber jetzt auch noch einen anderen Gummifisch fertig geregt. Ein bisschen kleiner, ein bisschen schwerer. In der Hoffnung, dass sie den vielleicht dann besser wegsaugen. Aber erstmal mache ich weiter hier mit dem etwas größeren Abacus-Jet. Ich eben auch die Bisse drauf hatte. Ich schicke jetzt hier einmal hier die Spundwand entlang. Die Seite 10 Minuten, dann fahren wir rüber auf die andere Seite 10 Minuten und dann sind wir auch schon durch mit dem Ding. Nee, aber muss schon jetzt irgendwie noch ein Zander kommen, weil ich habe eigentlich gar keinen Bock in Zone 1 auf Zander zu angeln. Dann möchte ich lieber Hecht angeln. Aber man kann es sich nicht immer aussuchen, ne?
It's not a small one. That's even a big one. Oh, that's a big one. Oh, fucking hell. Let's hold it in just for a second. The bridge is open, so I had to get 6 takes to hook it. Not something to be proud of, I think. Now he wanted it. It's 57. Da ist die Fullcard und wirklich keine schlechte, besonders zu diesem frühen Zeitpunkt. Erwartungsgemäß lässt sich Ton von diesem Zwischenerfolg aber nicht lange ablenken. How many strikes did I need it this time, man? Fuck! It's also difficult because I'm scared to set the hook. If I set the hook high, my line might snap on the steel cable, so I have to watch out. I do a few more casts from this side, and then we go to the next bridge. And then we drive to the river for one last half an hour of fishing. Oh, shit. Gibt's doch nicht. Oh, Leute, es gibt's doch nicht. Mann, Leute, die beißen echt spitz, aber ich nutze einen echt kleinen Köder. Ich will nicht irgendein kleines Drilling da hinten tun oder so. Das macht gar keinen Sinn. Ist auch normalerweise so, dass die Zander beißen eher im Kopfbereich. Aber ich habe jetzt 2 Bisse gehabt, wo der Köder richtig runtergezogen war. Die waren beide ganz klar Zanderbisse auch. Langsam rennt mir die Zeit natürlich jetzt weg. Wir werden zu die letzte Stelle wieder zurückfahren, wo wir waren. Und wir werden die ausfischen die restliche Zeit in der Hoffnung, dass ein Fisch kommt. Im besten Fall 2 oder 3. Aber erstmal eine. Lass uns gehen. Die Zander machen es dem armen Daniel bisher wirklich nicht leicht. An diesem doch etwas zähen Nachmittag muss aber selbst Veit kämpfen. Vielleicht wendet sich das Blatt ja am neuen Spot. Ja, ihr seht, ich bin an einem neuen Spot angekommen. Etwas mehr als eine Stunde habe ich noch. Und ich brauche unbedingt einen Zander oder Barsch. Die Stelle, muss ich ehrlicherweise zugeben, habe ich im Training gar nicht gefischt. Ich kenne sie schon allerdings etwas länger und habe hier schon regelmäßig Zander und Barsche gefangen. Also die Fische müssten eigentlich da sein. Ob sie allerdings jetzt auch beißen, das wird sich zeigen. Viel Bewegung hier im Wasser, viel Schiffsverkehr, ein großer Kanal. Und so eine Schleuse ist eigentlich theoretisch gesehen immer ein Hotspot. Aber er muss jetzt eben Fisch liefern. Die Zeit läuft mir ein bisschen davon. Auf jeden Fall ein Barsch und auch kein schlechter. Der versucht hier, man merkt es richtig, immer zwischen diese Pfähle zu kommen. Oha. Oh, schöner Barsch. Jetzt wird es schwierig, den hier zu landen von der Spundwand aus. Ich bräuchte ihn so dringend. Bitte bleib dran, bitte bleib dran. Oh, bitte bleib dran. Bitte, 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 bitte. Oh. Yes, er ist drin. Er ist drin. Sehr gut. Und der Köder ist schon raus, da habe ich Glück gehabt. Oh. Puh. Gott sei Dank. Den habe ich mir jetzt aber auch noch mal verdient nach der langen Durststrecke. Schöner Fisch. Wollte ich eigentlich in dem anderen Gewässer schon fangen. Jetzt ist er hier gekommen. Ich hatte erst mit dem Fortuna Shad in Hot Perch geangelt. Der hat nichts gebracht und jetzt hier auf das Gobi Core gewechselt. Und ich glaube, es war der erste oder zweite Wurf. Da ging der Fisch hier drauf. Den messen wir schnell. So, ist über, was ist das? 37,5, genau richtig, also ein 38er Barsch. 2 Fischarten wollte ich heute wenigstens fangen und das hat jetzt somit auch funktioniert. So, und damit wir den hier nicht so weit runterfallen lassen müssen,
Machen wir das mit dem Kescher und weg ist er. Schön. Puh. Da fällt mir jetzt schon ein Stein vom Herzen, auch wenn ich bis jetzt heute an meinem Lieblingsfisch, dem Zander, gescheitert bin. Der Barsch, das war so ein Unsicherheitsfaktor und ist jetzt nicht der absolute Gigant, aber auch kein total schlechter. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich den jetzt hier bekommen habe. Vielleicht ist ja noch einer da. Mal sehen. Möglicherweise war das sogar der wichtigere Fang. Obwohl noch ohne seinen Paradefisch hat Veit das Tagesziel auf jeden Fall schon erreicht. Und noch bleibt ja auch etwas Zeit. Wesentlich mehr als bei Malte jedenfalls. Ja, bei der Überlegung, was man jetzt weitermacht, da vermisst man die halbe Stunde, die vorhin verloren gegangen ist durch den Hecht, dann wirklich doch schon. Hätte ich jetzt, ja, hätte anders laufen können, dann hätte man vielleicht diese Entscheidung nicht gehabt, dass man jetzt noch wechselt, wenn irgendwo ein Barsch mitgekommen wäre, wie irgendwie erwartet, aber so ist es nun. So we're back on the spot where I caught the perch and the zander this morning, and now it's getting a bit warmer, so I hope the fish will be moving more. During training I went here during like the hottest hours of the day, and that's when I had the best results. So let's hope for a bit of activity. So let me do a little explanation. We were calculating the points I have at this moment. And I was saying, yeah, zander 51 multiplied by 1.3, zander 60 multiplied by 1.3, zander 57 multiplied by 1.3, perch 31 multiplied by 2, and then pike 88 and pike 90. And the cameraman was typing it, so Jochen was typing it in his phone. So in the end we have 460 points, which is very, very relieving for me. I think this is a very satisfying first day. We had a lot of lost fish also, which is not that good. But in the end it was an action-packed day. We almost had at every spot some action. And now we drive to the river to try and catch a big sander or a bigger perch. These spots will be riskier, especially with the clear sky, sun, it's warm. But we are going to try anyway, and we see how it ends up. So yeah, let's go. Let's drive to the new spots. Auch knapp gehakt. Ah, im Netz. Jawohl. Puh. Ich hoffe, der reicht, zumindest für ein paar Punkte, aber ich denke schon. Geil, schöner Biss, ey. Ganz nah hier links an die Spundwand ran. Haben wir das Kerl mit nass gemacht. So, was haben wir da? 56, genau 57. Genau, Strich 57. Kescher. Das ist einfach ein bisschen entspannter. Auch wenn manche sagen, man soll die Zander einfach kopfüber reinschmeißen. Ich mache das lieber mit dem Kescher hier. Zack, darf er wieder gehen. Oh, ja, geil. Sehr geil. Freue ich mich tierisch. Ist jetzt nicht der Riesenfisch, den ich auch erhofft hatte, weil hier sind richtig dicke Dinger drin. Aber wenigstens Zanderpunkte. Freue ich mich tierisch. Das war auf jeden Fall das Ziel. Mindestens Barsch und Zander heute abhaken. Die habe ich auf jeden Fall jetzt schon mal fest in der Liste. Und jetzt noch 1, 2 Zander kommen, wäre natürlich absolute Bonus. Ja, das war jetzt tatsächlich echt typisch. Wir haben hier Sonne auf ihrem Zenit, die steht genau über mir. Zander, Brücke, Schatten, ist einfach perfekt. Das waren jetzt auch wieder nur ein paar Würfe hier. Die ganzen anderen Stellen, die ich eben war, voll in der Sonne, da geht halt nichts. Und dann hier im Schatten, es ist Lehrbuchzander quasi. Ne? Im zweiten Anlauf klappt es also doch mit dem ersehnten Zander. Für Alex hat es sich ausgezahlt, seinen Hotspot zwischendurch ein bisschen ruhen zu lassen.
Ganz woanders stößt auch Sami plötzlich auf ein bilderbuchmäßiges Szenario. So guys, I just discovered something on the canal. There is water coming out of there. Never happened during my training. But now, I mean, the place must be good, guys. So we will make the turnaround. I think it's quite long, but yeah, it was a try. So here you can see, like, there's a lot of water coming out. Honestly, I don't know the spot so much. I know there's a few small perch around, but I never tested with all this stream. But I guess it's good. Echt ein bisschen ratlos mittlerweile. Ne? So. Ich probiere ein paar Minuten was anderes. Ein etwas größere Köder. Unser neuer Blickschad in 18 cm. Ich würde ein Hechtwaffe und ein Zanderwaffe in Winter. Aber ich hoffe, das wird jetzt auch ein Zanderwaffe im Sommer. Ich gebe es einfach ein paar Würfe, einfach um irgendwas anderes zu probieren. Weil ich bin ehrlich gesagt ziemlich überzeugt, dass die Fische hier sind. Aber ich kriege die einfach nicht zum Beißen. Vielleicht mit einem größeren Happen am Angebot. Vielleicht dann wollen die zubeißen. Es gibt ja natürlich auch Hechte. Könnte auch ein Hecht drauf gehen. At this stage of the game, ich bin nicht so wählerisch. Mut der Verzweiflung bei Daniel. Malte nutzt unterdessen seine knappe Restzeit für einen Versuch an bereits bekannter Stelle. So, angekommen am Kanal, bewaffnet jetzt mit einer Baitcast-Kombo, Shooten Cut, Route 200 M, sorry, so rum, 7 bis 21 Gramm Wurfgewicht und eine 100er Cut BC-Rolle von Ganki. Ja, jetzt geht's an die Köderwahl. Ich habe hier im Training in recht kurzer Zeit 3 tolle Barsche gefangen. Alle auf Hardbait, auf den Gamera 90F, auch in der Farbe, in dieser Smeltfarbe. Den mache ich jetzt auch wieder ran. Ja, und zwischenzeitlich werde ich sicherlich immer mal ein paar Würfe, den Köder mal kurz wechseln und ein Blade, ja, oder ein Jigspinner angeln. Das ist der Shocker Whip, kommt neu bei Ganki, ist so ein kleiner, cooler Jigspinner, läuft super und ja, eigentlich immer eine Bank für Barsche. So sieht er also aus, der Hecht und Barsch Raubfisch Adventskalender 2023. Das perfekte Produkt, das perfekte Geschenk für alle Raubfischfreaks. Denn die Ködervielfalt zum Hecht, Barsch und Zanderangeln ist einfach großartig. Für alle Sparfüchse, denn für nur 99,95 € bekommt man hier einen Warenwert von über 200 €. Für alle Sammler und Liebhaber, denn alle enthaltenen Produkte wurden exklusiv nur für diesen Kalender produziert. Und natürlich für alle Glücksspielfreunde, denn jeden Tag wartet ein goldenes Ticket. Je früher du bestellst, desto größer die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu knacken. Deswegen ran an die Tasten, den Link zum Produkt findest du unten in der Videobeschreibung. So behind me, you can still see the spot where I was like a few minutes ago. We had nothing. That is quite strange. I'm sure there's some fish, even if I didn't caught it. But you can see also there is a lot of fishermen there. So maybe that's why
the fish is more tough to catch there. So now I only have 40 minutes. I will go here along and try to catch one last perch. What a different conditions, right? These big rivers, wind, some current, cloudy water. Oh! These are pretty sure these are small fish, but this is a river that produces a lot of small zanders, like 35, 40 is very easy to catch here. And these are the typical tack bites. A big zander is really boom. It's almost not to miss. These small ones, they grab the tail or they... But we don't need them, so... Yeah! That's a bigger one. It's a perch! It's a big perch! No, it's not. Oh, I thought it was a big perch. Scheiße! Oh, I thought it was a big perch. Bulties. It's not an improvement, I think. It's not an improvement, I think. No, it is 48. When the water has this dark color, it's perfect for the zanders. Because there's even no current, and yet I have 3 bites in 10 minutes here. Not even 10 minutes, I think. No, not even 10 minutes. And 8 minutes. Yeah! Nice one! That's not great, for sure. Boah, he took it. Very hard strike. Already the 3rd fish on this crib in a few minutes. So let's continue fishing. Let's see how long it is. It is 54. Yeah. Right? 53.5. Yeah. 54 centimeter zander. Let's release him and try to catch another one. Bye bye, buddy. So let's put it in the group, and we have a half an hour left. 3 strikes in 5 minutes. Wow. Relativ genau eine halbe Stunde Zeit habe ich noch. Die Stelle hier ist für Zander tendenziell ganz gut. Sind zwar meistens nicht die größten, die man hier fängt, aber ich würde mich ja jetzt im Sinne einer Full Card freuen, wenn überhaupt irgendeiner beißt. Und Wasser ist recht trüb, deshalb machen wir hier einen Fortuna Shad dran und ich entscheide mich einfach mal für dieses Dekor hier. Klassiker in Holland, eine extrem gute Farbe. Hat auch im Training ganz gute Fische gebracht. Und ja, damit werde ich jetzt hier diese Ausfahrt, diese große Ausfahrt von dem Kanal hier einfach noch die letzte halbe Stunde konsequent ausfischen. Vielleicht klappt das ja. Wir werden sehen. Fisch! Erster Wurf. Aber der fühlt sich zu klein an. Scheint nur ein kleiner Zettel zu sein. Ja, also der ist meiner Meinung nach eindeutig untermaßig. Ist zwar der Zielfisch, aber zu klein. Den messen wir deswegen auch gar nicht erst. Zeigen euch ganz kurz, also der ist definitiv untermaßig, aber es ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass sie hier sind. Und dann vor allen Dingen gleich beim ersten Wurf einer beißt. Köderwahl scheint auch zu stimmen und weiter geht's. Vorbei.
das war's. Ja, für mich ist die Zeit leider schon ein bisschen früher rum. Ich hätte gerne noch eine halbe Stunde länger geangelt, aber gut, selbst Schuld oder Pech gehabt, wie auch immer man es nennen möchte. Ich bleibe am Ball, das heißt für den zweiten Tag auf jeden Fall Barsch angeln und große Hechte angeln, hoffentlich große Hechte. Aber definitiv muss erstmal der Barsch ins Board oder in den Kescher rein. Gut, Mann. Yes. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Zander again? Probably Zander again. Bite. In the net, my boy. Yes. Not what I was looking for, but always better than nothing. Okay, let's go fast. I want to fish again. Okay, the hook is already off, but he cut at my lure. Okay, let's see how long it is. Just a bit more than the half. So 65? Yes. 65 centimeters for this small pike. Yes. The last minutes, I don't know how much time I have left. 30 minutes. Everything can happen in 30 minutes. But I'm still hoping for a nice perch. Perch. This one is a perch. Yes! Yes! Now it looks like it's a good time. Not even 5 minutes after this pike, I have this beautiful perch. Everything on the multi-vibe, guys. It's the lure from today. Okay, up. Okay, not big, but still nice. Okay. 31? It's okay for me. You good? 31 centimeter perch. Mwah. Bye bye, sweetie. Okay, let's hurry, guys. Yeah, it seems like they are moving right now, so I want to hurry, fish as much as possible. It's maybe because like the sun is going already a bit down and the shadow of the trees on the other side of the canal are coming closer and closer to this shore. So maybe now they come out of the shadow. Maybe not, huh? Maybe it's just the moment of the day, I don't know. But it seems like they're moving more. Doppelschlag in kürzester Zeit und das beweist, dass 30 Minuten Zeitstrafe unter Umständen mehr wiegen können als ein einfacher Punktabzug. Sami geht an Malte und Veit vorbei und ist jetzt Zweiter. Während er zum Abschluss nochmal Strecke macht, gibt es bei einigen anderen kurz vor Schluss noch einmal kleinere Spotwechsel. Gelingt noch ein weiterer Last-Minute-Treffer? So, jetzt gucke ich mal, dass ich hier runterkomme. Es wird wahrscheinlich mein letzter Spot für heute sein, weil ich habe jetzt noch 20 Minuten Zeit und die wollen wir schnell nutzen. Es ist hier eine ganz flache Brücke. Ist eigentlich ganz cool, weil da ist natürlich sehr konzentrierter Schatten und ist ein fetter Pöller. Dass ich den da drunter kriege, wunderbar. Jetzt fische ich auch wieder einfach direkt hier vorne direkt die Links aus. Ich habe hier im Endeffekt 3 Rinnen unter dieser Brücke her und die kriegen jetzt alle ein paar Würfe. So Leute, letzte 20 Minuten. Mein anderer Spot hat einfach nicht geliefert heute. Ich komme wieder zurück zu der anderen Brücke, wo ich war. Hier habe ich immerhin auch einen Biss gehabt. Ich gebe es noch einen kurzen Versuch. Wir haben ungefähr eine Viertelstunde noch zur Angel. Und ich würde meinen Tag hier zu Ende bringen. Ich hoffe, ich kriege eine Chance noch auf einen Fisch. Aber ehrlich gesagt, langsam geht mir die Hoffnung weg. Ich hatte 2 Pläne für heute. Die anderen war, viel weiter in Rheindelta runter zu gehen. Vielleicht hätte ich den zweiten Plan machen müssen. Sieht ein bisschen so aus momentan. We shall see what the day brings Wednesday. For today I'm very satisfied with the fish. It's too bad that the perch spot didn't deliver. The first bridge we did
Caught many big perch there in training, but it will always be like this. I caught this, I caught that in training. In the end, you have to catch them in the competition day, so it's never an excuse. We have the full card. We got some good sanders, 2 big pikes. I am very satisfied. We do some casts here at Boone until the end. And we see what the other guys did. So, 10 Minuten sind es noch. Und tja, noch besteht die zumindest geringe Chance auf einen maßigen Zander. Und damit der beißt, mache ich jetzt hier noch mal einen etwas größeren Köder dran. Den Frequency Shad im 12 cm, der Fortuna Shad ist ja nur 10. Probieren. Ein paar Zander scheinen ja am Spot zu sein. Jetzt bitte noch ein großer. Good one. Good one. Ah, small zander. Was hoping for a nice perch. It's a small zander, but at least now I think I have a full card. Up. Up. Yeah, let's go fast. Yeah, I think they come hunting. They come hunting in this shallow. Yeah, up, multi-vibe again. Up. Wait. Tack. 50? Yes. 50 centimeter zanders, guys. It goes back in the water directly. Hop. I report. Yeah, full card. I just saw right now that I reported like almost 3 fish in a row. It seems that it's working well for me right now, but not so much for the others. So it's good for me. I can come back into the game. Die letzte halbe Stunde geht klar an Sami. Auch der zweite Belgier in dieser Gruppe macht also schon an Tag 1 die Karte voll und kann am zweiten Tag befreit aufspielen. Die Konkurrenz hingegen hat sicher etwas Bauchschmerzen. Oh, Sami. Also, ich habe wirklich gar nichts beigetragen zum Entertainment mit Fisch heute. Und dafür haben die anderen es gut gemacht. Sami hat jetzt ganz am Ende vor allen Dingen jetzt ganz gut weggefangen. Und ich habe keine Ahnung, wie die Gruppe steht, ehrlich gesagt, momentan. Aber Sami ist bestimmt auch ziemlich gut dabei, weil er muss eigentlich alle 6 Fische jetzt haben. Plus einen Topwater-Fisch. Also Sami steht echt gut da. Thorn natürlich auch. Und wie alle anderen stehen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Muss ich später mal schauen. Was ich weiß, ist, dass ich nicht gut dastehen. Das weiß ich schon. It's gonna have to be a serious comeback schon wieder. Das Feld von hinten aufräumen. So, ich schätze mal, das wird jetzt mein letzter Wurf. Ist ein bisschen schade, dass der Plan, zumindest einen maßigen Zander zu fangen, hier jetzt nicht aufgegangen ist. Ihr könnt euch sicherlich auch vorstellen, dass ich mit der ersten Tageshälfte heute wesentlich zufriedener bin als mit der zweiten. Die war nicht so toll. Trotzdem, ich will mal nicht schwarz malen. 4 Fische habe ich insgesamt in die Wertung gebracht und vor allen Dingen schon 2 Fischarten. So kann ich mich dann am zweiten Tag voll und ganz auf Zander konzentrieren. Das macht mir auch am meisten Spaß. Und dann wird sich zeigen, ob es mir da vielleicht auch gelingt, einen größeren Fisch zu fangen, um dann möglicherweise in die nächste Runde einzuziehen. Also da muss man schon eine Schuppe drauflegen. Ich habe gesehen, die anderen Leute in der Gruppe haben auch ein paar schöne Fische gefangen. Einfach wird es auf jeden Fall nicht und es hätte heute auch besser laufen können, aber ich will nicht mal meckern. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht zuzuschauen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Runde. So, liebe Leute, ja, das war Tag 1 für mich, Zone 1. Es ging einigermaßen nach Plan. Mit Zander und Barsch habe ich mit gerechnet oder gehofft, hat geklappt. Ich hätte mir vielleicht jeweils einen mehr gewünscht.
Zander vielleicht ein bisschen größer, aber du kannst es dir nicht aussuchen. Mit dem Barsch bin ich jedenfalls richtig zufrieden. Gleich so eine Kirsche zum Anfang ist echt geil. Ja, das heißt Zone 1, Zone 2, Rotterdam, Amsterdam, was auch immer, Hecht angeln und den Zander upgraden. Wird spannend, aber ich glaube, das klappt schon irgendwie. Dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Das war es soweit von mir. Ich bin raus. Ciao. So guys, this was the end of day 1 of YPC episode 2. So it was a very good day. I mean, we caught some fish, we had a lot of fun, we had some big fish, the 2 big pikes, a nice sander. I will think about my plan for the next competition day, and yeah, drück mir die Daumen. We see you in the next episode. Damit beenden wir Tag 1 in Gruppe C. Ton und Sami, deren Angelei in den 10 Nachmittagsstunden am flexibelsten wirkte, belegen die Spitzenplätze mit Full Cards. Hinter dem belgischen Duo steht aber auch Veit gut da und hat sich seinen Lieblingszielfisch für Tag 2 aufgespart. Es wäre also mehr als überraschend, wenn Veit die Full Card verfehlen würde. Für Malte sprechen ein großer Zander und die Tatsache, dass er bereits 4 Fische auf dem Board hat. Für Alex natürlich sein kaum schlagbarer Barsch gepaart mit einem ordentlichen Zander. Daniel hat zwar bisher noch keine handfesten Argumente sammeln können, allerdings wäre es nicht das erste Mal, dass er Zuschauer und Konkurrenz überrascht. Bevor ihr aber erfahrt, ob die simbabwische Schneiderei den Betrieb aufrechterhält oder Daniel am Nachmittag eine furiose Aufholjagd startet, geht es nächste Woche aber erstmal mit Gruppe D weiter, wo der amtierende YPC Boat Champion Dietmar Isaias gegen die YPC-Veteranen Enrico Di Ventura und Frédéric Julien, die letztjährigen Debütanten Florian Hassenflug und Jonas Töllner und schließlich YPC-Neuling Alex Drappas ins Turnier startet. Seid am kommenden Sonntag um 18 Uhr dabei und schaut bis dahin mal bei uns im Shop vorbei. Dort findet ihr übrigens auch Infos zu Kandidaten und deren Setup in einer gesonderten Kategorie. Ciao!